Wir beweisen bereits mit archäologischen Funden, dass alles, was über diesen Tempel geschrieben wurde, falsch war. Sie war Mutter, sie war Ehefrau, sie war Königin, sie war Göttin. Und wir versuchen herauszufinden, wohin uns das führt. Jahrhundertelang galt das Grab der Kleopatra als das größte Rätsel der Archäologie, die letzte Ruhestätte einer Königin, die einfach verschwand. Jedes Reich suchte danach. Jede Entdeckung endete in einer Sackgasse. Angeblich seit Tausenden von Jahren gemeinsam bestattet, blieb das Geheimnis um das verschwundene Grab von Kleopatra und Marcus Antonius ungelöst. Vielleicht bis heute. Dieser nie zuvor gesehene Tunnel gilt als ingenieurtechnisches Wunder. Und obwohl das Ganze riesig ist, wie konnte all das überhaupt entstehen? Doch als Wissenschaftler endlich westlich von Alexandria unter den Sand gruben, entdeckten sie eine Kammer, die dichter versiegelt war als alles, was je in Ägypten dokumentiert wurde. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Was dort begraben lag, hatte 2000 Jahre kein Licht mehr gesehen. Und als das Grab geöffnet wurde, verstand die Welt, warum es niemals gefunden werden sollte. Der Tempel, der in 2 Sprachen sprach. Zuerst wirkte es wie eine weitere zerfallene Grundmauer aus Ägyptens späteren Dynastien. Doch sobald der Staub sich legte, erzählten die Markierungen auf den Steinwänden eine andere Geschichte. Die Inschriften identifizierten den Ort als Taposiris Magna, das große Grab des Osiris. Für das Team änderte dieser Name alles. In altägyptischem Glauben war Osiris der Gott der Auferstehung, Herrscher der Unterwelt, der Leben nach dem Tod schenkte. War dies wirklich sein Grab, dann handelte es sich um Heiligenboden, möglicherweise sogar königlichen. Einige Historiker vermuteten schon lange, dass Kleopatra genau diese Region als ihre letzte Ruhestätte gewählt hatte. Sie nannte sich oft die lebende Isis, Gattin des Osiris. An seiner Seite in einem Tempel bestattet zu werden, der seinem ewigen Wiedererwachen gewidmet war, hätte ihren Tod perfekt mit göttlicher Unsterblichkeit verknüpft. Der Tempel liegt etwa 45 Kilometer von der Küste Alexandrias entfernt, genau in jener Gegend, in der antike Schriften Kleopatra in ihren letzten Tagen lokalisieren. Der Ort war übersät mit umgestürzten Säulen und den Resten hoher Steintore, die einst den Eingang markierten. Selbst nach Jahrhunderten der Erosion waren die Reliefs an den Innenwänden noch erkennbar. Unter den Lichtern der Forscher fiel etwas Ungewöhnliches auf. Die Inschriften waren in 2 Sprachen verfasst. Ägyptische Hieroglyphen standen neben antiker griechischer Schrift, beide mit gleicher Sorgfalt und Präzision gemeißelt. Diese Einzelheit verblüffte das Team. Ägyptische Tempel mischten selten Sprachen, besonders in heiligen Kontexten. Dr. Kathleen Martinez erkannte sofort die Bedeutung. Kleopatras Herrschaft balancierte zwischen 2 Welten, den griechischstämmigen Ptolemäer-Herrschern und den ägyptischen Priestern, die den alten Glauben hüteten. Diese Einzelheit verblüffte das Team. Ägyptische Tempel mischten selten Sprachen, besonders in heiligen Kontexten. Dr. Kathleen Martinez erkannte sofort die Bedeutung. Kleopatras Herrschaft balancierte zwischen 2 Welten, den griechischstämmigen Ptolemäer-Herrschern und den ägyptischen Priestern, die den alten Glauben hüteten. Beide Sprachen nebeneinander gemeißelt zu sehen, deutete darauf hin, dass Kleopatra selbst den Entwurf genehmigt hatte. Der Tempel spiegelte ihre Identität wider, halb griechische Herrscherin, halb ägyptische Göttin. Gefundene Artefakte in der Nähe verstärkten die Vermutung. Münzen mit Kleopatras Gesicht lagen neben Statuen der Isis, die einen Falken hielten, Symbol der Erneuerung. Chemische Analysen am Altar ergaben Spuren von blauer Lotusharz und Bitumen, beides Stoffe, die in königlichen Einbalsamierungen verwendet wurden. Die Arbeiter standen schweigend da und begriffen. Sie berührten Relikte, die über 2000 Jahre kein Tageslicht gesehen hatten. Die Bodensensoren erfassten ein leises Summen aus der Tiefe des Kalksteins. Die Frequenz lag zu niedrig für das menschliche Ohr, doch auf den Monitoren zeigten sich langsame, gleichmäßige Wellen. Jeder Impuls wiederholte sich im 42-Sekunden-Rhythmus. Exakt dasselbe Muster, das Wochen zuvor in der Wüste gemessen worden war. Ingenieure prüften auf Störquellen, doch das Signal blieb. Es war echt.
Der Tempel war kein stilles Steinwerk mehr. Er erzeugte eine messbare Vibration, als ob etwas darunter durch den Fels hindurch signalisierte. Feldnotizen vom Ort vermerkten, dass mehrere Arbeiter spürten, wie der Boden sanft unter ihren Stiefeln erzitterte. Die Schwingungen wurden bei jedem Scan stärker. Jede neue Messung wies tiefer, auf etwas Verborgenes unter den Fundamenten von Taposiris Magna. Getrieben von Neugier und Angst zugleich, beschloss das Team, dem Summen in den Fels zu folgen. Was sie als nächstes freilegten, sollte später der unmögliche Tunnel genannt werden. Die Wüste, die sich bewegte. Wochen nachdem das Ministerium die Bodenmission genehmigt hatte, traf ein gemeinsames Team aus Experten, Wissenschaftlern, Archäologen und Ingenieuren an den Koordinaten westlich des Mariutsees ein. Innerhalb weniger Stunden nach dem Aufbau der Messgeräte geschah etwas, das niemand erklären konnte. Die Sensoren registrierten eine langsame, gleichmäßige Vibration aus der Tiefe. Sie wiederholte sich exakt alle 42 Sekunden. Zuerst hielten die Forscher es für einen Fehler. Sie tauschten die Geräte aus, kalibrierten die Sensoren neu, prüften die Umgebung auf Baustellen, doch das Muster blieb. Alle 42 Sekunden kehrte derselbe Impuls zurück. Es war kein Defekt, es kam aus der Erde selbst. Bei der Auswertung der Daten fiel einem Teammitglied ein beunruhigendes Detail auf. In der ägyptischen Mythologie hatte die Zahl 42 eine heilige Bedeutung. Sie stand für die 42 Richter, die im Jenseits über das Schicksal der Seelen entschieden. Diese Verbindung ließ einige im Team unruhig werden. Manche scherzten über Zufall, andere fragten sich ernsthaft, welche natürliche Kraft mit solcher Präzision schlagen konnte. Um das Phänomen zu verstehen, begann das Team nachts mit Wärmebildkameras die Erhebung zu scannen. Die Ergebnisse waren verblüffend. Unter den Dünen zeichneten sich Restwärmestreifen ab, geschwungene Formen, die sich wie Gänge bogen und wieder verbanden. Drohnenaufnahmen am nächsten Morgen zeigten schwache Erhebungen, die genau denselben Linien folgten. Zusammengefügt ergaben sie ein riesiges rechteckiges Grundrissmuster, fast identisch mit Tempelanlagen aus der Zeit Kleopatras. Burgherne bestätigten die Messungen. Die oberen Sandschichten wirkten normal, doch tiefer fanden sich Fragmente von Putz und Spuren von Bitumen. Das waren keine natürlichen Materialien. Es handelte sich um antike Versiegelungsmittel, die in Ägypten zum Schutz königlicher oder heiliger Kammern verwendet wurden. Die Entdeckung löste heftige Debatten aus. Manche waren überzeugt, endlich hatten sie einen verborgenen Komplex gefunden. Andere warnten vor Bodenverunreinigung oder rein geologischen Zufällen. Die Dorfbewohner warnten das Team eindringlich, wer die Erde störe, werde wecken, was darunter schlafe. Die meisten Wissenschaftler winkten ab, bis zu jener Nacht. Überwachungskameras zeichneten auf, wie sich der Sand selbst bewegte. Schwache Wellen breiteten sich in exakt demselben 42-Sekunden-Rhythmus über die Oberfläche aus. Kein Wind, keine Täuschung. Das Muster war präzise. Arbeiter, die die Aufnahmen sahen, weigerten sich danach, in der Nähe der Erhebung zu schlafen. In den folgenden Tagen wurden die Erschütterungen stärker. Das Projekt kam zum Stillstand, Angst breitete sich im Lager aus. Das Antikenministerium schaltete sich ein und ordnete eine kontrollierte Ausgrabung an, unter der Leitung von Dr. Kathleen Martinez, einer angesehenen Archäologin, die seit Jahren zu Kleopatras Grabstätten forscht. Als sie die Aufnahmen sah, schwieg sie lange. Ihr einziger Kommentar war knapp: Wenn das ist, wofür ich es halte, stehen wir über etwas, das sie gefunden haben wollte. Die Ausgrabung begann bei Tagesanbruch. Am 3. Tag barst und verschob sich die Wüste. Unter dem nachgebenden Sand kam Stein zum Vorschein, glatt, behauen, uralt. Es war der erste sichtbare Beweis. Etwas, das Menschenhände geschaffen hatten, hatte dort unten mehr als 2000 Jahre überdauert, unberührt. Die Königin, die sich weigerte zu sterben. Seit mehr als 2000 Jahren zählt Kleopatra VII zu den meist untersuchten Herrschern der Geschichte. Sie war die letzte Pharaonin Ägyptens, eine brillante Strategin, die Rom trotzte, mit Intelligenz regierte und ein Bild von sich schuf, das Jahrhunderte überdauerte. Doch ein Kapitel ihrer Geschichte blieb bis heute ungelöst. Römische Berichte schildern ihre Bestattung als würdig einer Königin, doch keiner verrät, wo sie stattfand. Für Archäologen wurde dieses Fehlen mehr als ein Rätsel. Es wurde zur Obsession, die Generationen antrieb.
Antike ägyptische Priester hinterließen rätselhafte Beschreibungen ihrer letzten Riten. Sie schrieben, sie sei als Braut zu Osiris zurückgekehrt und ihre Vereinigung sei den Menschen verborgen geblieben. Historiker debattieren seit Jahrhunderten über diese Worte. Manche sehen darin die Beschreibung eines geheimen Rituals tief in einem Heiligtum. Andere halten sie für absichtliche Hinweise, um ihren Körper für immer zu verbergen. Jede neue Expedition behauptete, der Wahrheit nahe zu sein, doch jede Spur endete in Spekulationen. 1972 führte ein sowjetisches Seismikteam Bodenuntersuchungen nahe dem Mariutsee durch, einem flachen Salzwasserbecken südwestlich von Alexandria, auf der Suche nach Öl. Ihre Sensoren erfassten rhythmische Vibrationen im Kalkstein, schwach, aber beständig, zu gleichmäßig für natürliche Beben, zu schwach für Maschinen. Die Einheimischen nannten den Ort bald Ab al-Nafas, den Ort, der atmet. Die Ergebnisse wurden archiviert und vergessen. Finanzierung endete, politische Spannungen wuchsen, der Kalte Krieg lenkte den Blick woanders hin. Erst in den frühen 2000er Jahren brachten neue Satellitenscans die gleiche Erhebung wieder ins Visier. Die Bilder zeigten geometrische Formen unter der Oberfläche, sauber, symmetrisch, zu präzise, um natürlich zu sein. Thermische und Radarbilder deuteten auf Strukturen hin, die mehrere Meter tief reichten, Teile eines künstlichen Komplexes. Als Forscher die Formationen auf einem digitalen Raster nachzeichneten, ergab sich die Kontur eines Ankh, des altägyptischen Symbols des Lebens. Kein sichtbares Relief, sondern eine Form, die nur durch Satellitendaten enthüllt wurde. Berichte deuteten darauf hin, dass das Muster zu einem Plateau führte, das einst mit der Göttin Isis verbunden war. Kleopatra nannte sich oft die lebende Isis. Diese Verbindung fachte die Debatte neu an. Aus der Legende wurde eine wissenschaftliche Suche. Satellitendaten zeigten Wärmesignaturen unter dem Sand. Bodenproben bestätigten Spuren von altem Putz und Harz, Substanzen, die in unberührtem Wüstengelände selten sind. Kleopatra nannte sich oft die lebende Isis. Diese Verbindung fachte die Debatte neu an. Aus der Legende wurde eine wissenschaftliche Suche. Satellitendaten zeigten Wärmesignaturen unter dem Sand. Bodenproben bestätigten Spuren von altem Putz und Harz, Substanzen, die in unberührtem Wüstengelände selten sind. Was als Mythos um Ägyptens letzte Königin begann, wurde zur Mission. Innerhalb weniger Monate genehmigte das ägyptische Antikenministerium eine Bodenexpedition. Keiner von ihnen ahnte, dass die Wüste, als sie ankamen, beginnen würde, sich zu bewegen. Der Kreis der Toten. Der Gang hinter dem Sarkophag wurde enger und bog nach rechts ab. Das Team bewegte sich langsam vorwärts, Lampen ruhig, Masken festsitzend. Der Korridor mündete in eine runde Kammer, deren Wände in flache Nischen gegliedert waren. In jeder Nische saß ein einzelner Schädel, aufrecht auf einem steinernen Sims, dem Zentrum des Raumes zugewandt. Keine Körper, keine Särge, nur Schädel. Sie zählten 36, 12, die männlich wirkten, 12 weiblich, 12 eindeutig von Kindern. Der Anblick ließ den Raum erstarren. Staub hing in den Lichtstrahlen. Niemand sprach. Die Augenhöhlen jedes Schädels waren mit feinem Goldpulver bestäubt, das im Licht wie Sandkörner glitzerte. Später zeigten Abstriche vom Knochen Spuren von blauem Lotusharz, derselben Substanz, die bereits im Einbalsamierungsbereich nachgewiesen worden war. Der Eindruck war einfach und grauenhaft zugleich. Die Schädel wirkten nicht verlassen, sondern vorbereitet. Alle blickten auf eine kleine, steinerne Plattform in der Mitte des Bodens. Diese war mit dem Ankh-Symbol graviert, dem ägyptischen Zeichen des Lebens. Darauf standen 2 kleine Bronzeschalen, die durch Hitze miteinander verschmolzen waren. Eine enthielt eine Schicht getrockneten schwarzen Materials, das später positiv auf menschliches Blut getestet wurde. Über den Nischen zog sich eine Zeile in Griechisch und Ägyptisch entlang. Sie bewachen den Übergang und halten das Gleichgewicht. Manche Archäologen deuteten es als Gebet an Isis, die Beschützerin der Unterwelt. Andere sahen etwas Kälteres darin, eine Warnung, dass die Toten hier nicht ruhten, sondern etwas darunter festhielten. Das Muster der Überreste war bewusst angelegt. Jeder Schädel fehlte der Unterkiefer. Forensiker, die die Fotos begutachteten, nannten es eine absichtliche Methode der Enthauptung, so gestaltet, dass eine Wiedervereinigung unmöglich war. Die Botschaft war unmissverständlich. Was immer dieser Kreis festhalten sollte, es war dafür bestimmt, an Ort und Stelle zu bleiben.
Sensoren im Raum registrierten schwache elektromagnetische Spitzen. Sie stiegen und fielen alle 42 Sekunden. Exakt derselbe Rhythmus, der das Team seit dem ersten Tag in der Wüste begleitete. Die Crew spürte es als Druck hinter den Augen und ein Summen auf der Zunge. Martinez trat auf die Schwelle und blieb stehen. Sie schmeckte Metall. Sie befahl, die Kammer sofort zu versiegeln. Ihre letzten aufgezeichneten Worte, bevor das Signal abbrach: Das ist kein Grab, es ist ein Mechanismus aus Tod. Die Nachricht von der Kammer verbreitete sich innerhalb von Stunden in Universitäten und Ministerien. Fotos sickerten in private Foren durch, bevor der Fundort abgeriegelt wurde. Die Reaktionen waren sofort und gespalten. Manche forderten, die Räume für immer zu versiegeln. Andere verlangten die vollständige Veröffentlichung der Funde. Einige stellten die härtere Frage: Wenn der Kreis ein funktionierendes System war und die Schädel platziert wurden, um ein Gleichgewicht zu halten, was hatte das Team verändert, indem es den Weg öffnete? Die Implikationen reichten weit über die Städte hinaus. War der Kreis der 36 Wächter, dann war Kleopatras Bestattung nicht nur ein königliches Recht, sie war eine konstruierte Verteidigung. Die Inschriften verbanden den Kreis mit dem Konzept des Gleichgewichts. Der Puls passte zur Zahl, die im ägyptischen Glauben mit dem Gericht verbunden war. Nichts hier wirkte zufällig. Mehrere Forscher meinten, der Aufbau deutete darauf hin, dass jemand dies als lebendes System geplant hatte. Eines, das weiter funktionieren würde, lange nachdem die Trauernden verschwunden waren. Das warf eine letzte verstörende Möglichkeit auf, die selbst Skeptiker nicht mehr einfach abtun konnten. Vielleicht war Kleopatra nicht nur die Figur, die Rom beschrieb. Vielleicht war sie eine Strategien, die ihr Jenseits als Vorrichtung baute, nicht als Schrein. Manche glauben, sie habe ein Grab geschaffen, das nicht geplündert werden konnte, ohne Preis zu zahlen. Andere gehen weiter. Sie habe eine Warnung errichtet, die noch antworten würde, wenn man sie störte. Der schwarze Sarkophag. Als die letzte Barriere aufbrach, wurde es totenstill im Raum. Für einen Moment rührte sich niemand. Die entweichende Luft traf sie wie eine Welle. Ein beißender Geruch nach Harz, Ammoniak und etwas Uraltem, das in der Kehle brannte und in den Augen stach. Einige Arbeiter wichen zurück, pressten Tücher vor Mund und Nase, doch es war zu spät. Spätere Messungen zeigten gefährlich hohe Konzentrationen giftiger Gase, die fast 2000 Jahre eingeschlossen gewesen waren. Was ein archäologischer Triumph hätte sein sollen, fühlte sich plötzlich wie ein Unfall an, der niemals hätte passieren dürfen. In der Mitte der Kammer stand der Sarkophag. Er war anders als alles, was je zuvor gesehen worden war. Aus einem einzigen Block schwarzen Granit gehauen, schimmerte er unter den Flutlichtscheinwerfern mit einem öligen Glanz. Der Deckel wog mehrere Tonnen. Die Kanten waren mit einer harten Mischung aus Harz und Blei versiegelt. Jede Bewegung des Krans hallte durch den Saal, während das Team sich bereit machte, ihn zu heben. Als der Deckel sich endlich löste, strömte warme Luft heraus, mehrere Grad heißer als im umliegenden Raum. Martinez bemerkte den Temperaturunterschied sofort und forderte einen Scan an. Die Hitze kam von innen. Alle hatten kalte, brüchige Überreste erwartet. Stattdessen fanden sie etwas Beunruhigendes. 2 Gestalten lagen nebeneinander, dick in Leinen gewickelt, durchwirkt mit Goldfäden. Die Wicklungen waren miteinander verschmolzen, die Mumienmasken waren in den Stoff geschmolzen, ihre Umrisse kaum noch erkennbar. Zwischen den beiden Körpern ruhte ein bronzener Zylinder, perfekt zwischen ihren Armen platziert, als wäre er ein gemeinsamer Besitz. Alle paar Sekunden ging von ihm eine schwache Vibration aus, die man durch den Granit hindurch spüren konnte. Der Rhythmus entsprach exakt dem 42-Sekunden-Puls, der bereits über die gesamte Stätte gemessen worden war. Als die Beleuchtung angepasst wurde, begann die Untersuchung. Der männliche Körper war teilweise zersetzt, doch die Schäden wirkten nicht natürlich. Die Brusthöhle war absichtlich geöffnet, die Rippen nach außen gebogen, die Herzregion mit erstarrtem Harz gefüllt, durchsetzt mit Quecksilber. Das war keine Konservierung, es war ein Ritual, eine Versiegelung, um eine Kraft einzuschließen, die der Körper einst getragen hatte. Der weibliche Körper war besser erhalten, die Wicklungen waren dick und steif, zu einer harten Schale erstarrt, die die ursprüngliche Form bewahrte. Unter den Lichtern schimmerte die Oberfläche stumpf bronzefarben, uneben und von Alter gesprungen. Durch die Falten blitzten kleine Gold- und Silberreflexe.
Eine Brosche am oberen Brustbereich, eine Spange tiefer am Rumpf und ein Anhänger, flach gegen das Leinen gepresst, genau dort, wo einst das Herz geschlagen hatte. Er zeigte eine Frau mit ausgebreiteten Flügeln. Martinez beugte sich näher und erkannte sie sofort. Es war Isis, die Göttin, als deren lebendige Verkörperung Kleopatra sich selbst bezeichnet hatte. Dann fiel er etwas anderes auf. Um das Handgelenk der Frau lag ein Armreif in Form einer Kobra, Zähne gefletscht, Kopf erhoben. Das Metall war geschwärzt, doch die Gestalt unverkennbar. Für die alten Ägypter war die Kobra zugleich Beschützerin und Bringerin des Todes, genau jenes Wesen, von dem es hieß, es habe Kleopatras Leben beendet. Die Kammer wurde still. Berichten zufolge flüsterte Martinez nur 2 Worte, als sie es sah: Es ist sie. Spätere Tests bestätigten, beide Mumien gehörten Personen von hohem Status. DNA-Analysen zeigten Marker, die mit der ptolemäischen Ulud-Linie übereinstimmten, ein starker Hinweis auf königliche Herkunft. Als das Team die Kammer aus Sicherheitsgründen wieder versiegelte, wurde die Luft schwer und metallisch. Der Boden unter dem Sarkophag strahlte schwache Wärme ab, leichte Erschütterungen liefen durch die Wände. Ein Forscher beschrieb es später so: Es fühlte sich an, als stünde man neben einem laufenden Motor. Ein anderer weigerte sich, den Raum je wieder zu betreten. Die Luft fühlt sich lebendig an, sagte er. Die Ausgrabung, die mit Euphorie begonnen hatte, fühlte sich nun wie ein Eindringen an. Martinez stand schweigend vor dem offenen Sarkophag, bleich im Schein der Arbeitslampen. Wir wollten antworten, sagte sie leise. Aber das hier fühlt sich wie Strafe an. Die Entdeckung bestätigte alles, worauf sie gehofft hatten, und alles, wovor sie sich gefürchtet hatten. Das Grab Kleopatras war gefunden, doch was darin ruhte, schien keinen Frieden zu kennen. Der Sarkophag hatte Antworten gegeben und zugleich neuen Schrecken geboren. Doch der wahre Horror lag nicht in ihm, er lag in dem, was ihn umgab. Der Korridor der Wiedergeburt. Das Summen unter Taposiris Magna wurde mit jedem Scan stärker. Das Team verfolgte es bis zu einer tiefen Kalksteinschicht unter dem Tempelboden. Als Bodenradar eingesetzt wurde, ließ das Bild auf den Monitoren den Raum verstummen. Unter dem Heiligtum verlief ein Tunnel, durch massiven Fels gehauen, kerzengerade, glatt und über mehr als 1 Kilometer hinweg absolut waagerecht. Selbst moderne Ingenieure hätten Mühe gehabt, eine solche Präzision zu erreichen. Zuerst hielten die Forscher die Messungen für fehlerhaft. Doch als eine kleine Kamera durch ein schmales Bohrloch abgesenkt wurde, bestätigte die Live-Übertragung alles. Ein Gang mit gewölbter Decke und Wänden, poliert wie Glas. Keinerlei Werkzeugspuren, keine Risse, kein Einsturz, als hätte jemand vor Jahrtausenden diesen Tunnel geschaffen und ihn dann makellos versiegelt. Als Martinez die Bilder betrachtete, fiel ihr ein sich wiederholendes Muster auf den Wänden auf. In Griechisch und Ägyptisch stand immer wieder dasselbe Wort: An-Krai, Leben erneuert. Sie vermutete, dass der Tunnel ein ritueller Durchgang war, ein Pfad, der die Toten durch die Auferstehung führen sollte. Das Team bohrte tiefer, dem Signal folgend, bis die Scanner eine versiegelte Kammer zeigten. Eine kreisrunde Höhlung, etwa 20 Meter breit, mit einer ungewöhnlich hohen Temperatur im umgebenden Gestein, als hätte der Stein einst von innen gebrannt. Sie schnitten durch die letzte Wand. Doch statt des üblichen Knackens von Stein ertönte ein tiefer, schwerer Ton, eine Vibration, die man im Brustkorb spürte. Als die Barriere nachgab, entwich ein scharfer, kalter Luftstoß, der nach Harz und Metall roch, wie etwas Uraltes, das jahrhundertelang gefangen gewesen war. Sie schnitten durch die letzte Wand. Doch statt des üblichen Knackens von Stein ertönte ein tiefer, schwerer Ton, eine Vibration, die man im Brustkorb spürte. Als die Barriere nachgab, entwich ein scharfer, kalter Luftstoß, der nach Harz und Metall roch, wie etwas Uraltes, das jahrhundertelang gefangen gewesen war. Der Staub legte sich. Die Scheinwerfer beleuchteten keine einfache Grabkammer. Die Wände waren mit einer schwarzen, glasartigen Schicht überzogen, die das Licht spiegelte, weniger gemeißelt als geschmolzen. An der Decke funkelten hunderte winziger blauer Steine. Lapis Lazuli, wie spätere Analysen bestätigten, ein seltener Stein, der einst königlichen Gräbern vorbeihalten war. Sie formten Sternenmuster und zeigten Szenen. Isis, die über dem Leichnam des Osiris stand, die Hände erhoben, Strahlen des Lichts verbanden sie mit den Sternen über ihm. Die Decke war keine bloße Verzierung, sie erzählte die Geschichte des Moments, in dem die Götter Leben aus dem Tod zurückholten.
Doch die Warnungen an den Wänden erzählten eine andere Geschichte. In beiden Sprachen wiederholte sich dieselbe Zeile: Störe die Vereinigung und das Gleichgewicht wird zerbrechen. Nahe dem Boden, halb unter Ruß verborgen, erschien eine weitere Botschaft: Blut wird aus dem linken Auge tropfen. Niemand wollte sie laut vorlesen. Manche hielten es für ein Opferritual, andere für einen Fluch. Überall zeigten sich Spuren sorgfältiger Versiegelung. Adern aus Quecksilber und Blei durchzogen den Putz. Der Raum roch schwach nach Harz. Zerbrochene Krüge standen in den Ecken. Unter einer Säule fand sich ein kleiner goldener Skarabäus, graviert mit einem Gebet: Binde die Seele an ihren Körper. Martinez betrachtete ihn schweigend, bevor sie sagte: Diese Kammer wurde nicht gebaut, um Tote zu zeigen. Sie wurde gebaut, um sie zu halten. In der Mitte erhob sich eine Plattform aus verschmolzenem Stein. 2 Sarkophage standen nebeneinander, ihre Oberflächen wie von intensiver Hitze glasiert. In der Mitte erhob sich eine Plattform aus verschmolzenem Stein. 2 Sarkophage standen nebeneinander, ihre Oberflächen wie von intensiver Hitze glasiert. Zwischen ihnen lag ein bronzener Zylinder, etwa unterarmlang, mit spiralförmigen Gravuren, die im Licht schimmerten. Einer der Forscher schwor, er sähe die Umrisse einer Träne im Metall, genau dort, wo die Wand vom Blut aus dem linken Auge gewarnt hatte. Als Martinez näher trat, erzitterte der Boden. Der Puls, der sie seit Wochen verfolgt hatte, war nun so stark, dass man ihn durch die Stiefel spürte. Die Luft drückte gegen die Brust, einige Teammitglieder wichen zurück. Martinez befahl sofort: Kein Weitergraben, erst Sicherheitsprüfungen. Ihre Stimme blieb ruhig, doch ihre Hände zitterten. Das ist kein normales Grab, sagte sie leise. Es reagiert auf uns. Sie zogen sich an den Rand der Kammer zurück und warteten. Doch die Messwerte stiegen weiter. Der Puls beschleunigte sich, als ob etwas unter dem Boden erwacht wäre. Etwas, das genau auf diesen Moment gewartet hatte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß! Klickt auf eine der Karten auf dem Bildschirm, um ein weiteres Video anzusehen. Vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren.